Herzlich willkommen auf dem YouTube-Kanal von eBakery, die Social-Media-Agentur. In diesem Video zeigen wir euch, warum euer Content manchmal auf Instagram in einer schlechten Qualität gepostet wird und was ihr tun könnt, um das Problem zu beheben. Wenn euch das Video gefällt, dann gebt uns einen Daumen nach oben und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Manchmal kommt es vor, dass Stories oder Posts beim Hochladen sehr verschwommen angezeigt werden. Dieses Problem kann verschiedene Ursachen haben und ist ziemlich frustrierend. Wir zeigen euch jetzt, welche Schritte ihr gehen könnt, um das Problem ausfindig zu machen und zu beheben. Überprüft als erstes die Instagram Upload Settings. Instagram hat eine Einstellung, die dafür sorgen kann, dass die Qualität eurer Posts verringert wird. Diese Einstellung sorgt nämlich dafür, dass eure mobile Datennutzung auf ein Minimum beschränkt wird, was auch die Qualität eurer Beiträge verringert. Um die Einschränkung zu deaktivieren, geht auf euer Profil und drückt oben rechts auf die 3 Linien. Dort gelangt ihr in die Einstellungen und drückt auf Konto und schließlich auf Datennutzung. Hier seht ihr jetzt 2 mögliche Optionen: weniger mobile Daten verwenden und Uploads in hoher Qualität. Um die bestmögliche Qualität für einen Post auf Instagram zu bekommen, sollte nur eine Auswahl für Uploads in hoher Qualität gewählt werden. Diese Einstellung ist standardmäßig bei Instagram ausgeschaltet und meist der Grund dafür, dass vor allem Videos in schlechter Qualität hochgeladen werden. Manchmal kann das Problem aber auch von der Datei an sich ausgehen. Um dies zu überprüfen, wählt zunächst ein anderes Foto aus. Falls das Bild in Ordnung ist, solltet ihr danach eure Internetverbindung überprüfen. Wenn eure Internetverbindung nicht stabil oder verzögert ist, kann es manchmal lange dauern, bis Stories geladen sind. Sollten Stories nicht richtig geladen sein, erscheinen diese verpixelt oder verschwommen. Eine schlechte Internetverbindung kann auch der Grund dafür sein, dass Stories oder Feedposts in einer schlechten Qualität hochgeladen werden. Prüft daher eure Internetverbindung oder versucht euren Post mit Hilfe eines guten Wi-Fi-Signals hochzuladen. Eine gute Internetverbindung ist für eine gute Qualität bei Instagram ausschlaggebend. Sollte das Problem immer noch nicht behoben sein, könnt ihr auch versuchen, eure Netzwerkeinstellungen zurückzusetzen oder die App zu aktualisieren. Instagram aktualisiert sich eigentlich automatisch. Doch sollte das nicht der Fall sein und ihr verwendet eine veraltete Version, kann dadurch auch die Qualität eurer Posts beeinflusst werden. Checkt deshalb im App oder Play Store, ob sich die App auf dem neuesten Stand befindet. Grundsätzlich solltet ihr aber wissen, dass Instagram die Größe und Qualität von hochgeladenen Fotos auf maximal 1080 Pixel begrenzt. Sollten größere Bilder hochgeladen werden, werden diese also standardmäßig komprimiert, wodurch die Qualität des Fotos verringert wird. Ändert deshalb die Größe eurer Bilder, um die Qualität nicht von Instagram bestimmen zu lassen. Natürlich kann es aber auch am Smartphone selbst liegen. Um dies zu überprüfen, fragt zum Beispiel einen Freund, ob er ein Bild für euch teilen kann. Sollte dieses nach Ausschluss aller anderen Möglichkeiten in guter Qualität gepostet werden, dann kann das Problem von eurem Handy ausgehen. Das waren auch schon alle Gründe und Lösungen für das Thema. Wir hoffen, wir konnten euch mit diesem Video weiterhelfen. Wenn es euch gefallen hat, dann gebt uns einen Daumen nach oben und vergesst nicht, den Kanal zu abonnieren. Bei weiteren Fragen könnt ihr euch gerne direkt bei den Experten von eBakery melden. Viel Erfolg wünscht euch euer eBakery-Team.